Katzen können nicht sprechen und dabei hätten sie uns doch so viel zu sagen. Aber ganz so planlos sind wir dann doch nicht, denn die Forschung befasst sich seit vielen Jahren mit Katzen und ihren Verhaltensweisen. Deshalb wissen wir heute, dass deine Katze dankbar dafür wäre, wenn du die folgenden 13 Dinge wüsstest. Erstens, Zwinkern heißt Vertrauen. In freier Natur wimmelt es nur so vor potenziellen Feinden. Wer nicht auf der Hut ist und im wahrsten Sinne die Augen immer offen hält, der läuft Gefahr, in eine wirklich brenzlige Situation zu kommen oder vielleicht sogar sein Leben zu verlieren. Wenn ein Angreifer losschnellt, muss das Opfer innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden, ob es kämpft oder flieht. Schon ein kurzes Zwinkern und eine Zehntelsekunde, in der deine Katze nichts sieht, könnte also in freier Natur ihr Ende besiegeln. Und weil das so ist, zwinkern Katzen sowie auch viele andere Tiere nur dann, wenn sie ausschließlich von Freunden umgeben sind, von denen garantiert keine Gefahr ausgeht. Sieht dir deine Katze also in die Augen und blinzelt dabei, zeigt sie dir damit ihr Vertrauen. Und du kannst es auf gleiche Art und Weise zum Ausdruck bringen und zurückblinzeln. Zweitens, Katzen zeigen keine Schmerzen. Als Jäger ist eine Katze darauf angewiesen, keine Schwäche zu zeigen. Dieses Verhalten ist tief in ihren Instinkten verankert. Wenn ihr also etwas wehtut, wird sie alles dafür tun, das zu kaschieren. Sie wird niemals humpeln, wenn sie keine großen Schmerzen im Bewegungsapparat hat. Sie wird niemals kläglich miauen, wenn es eigentlich noch auszuhalten ist. Das zu wissen ist wichtig, damit du auf die kleinen Anzeichen achtest. Verhaltensänderungen, ein buckeliger Gang. Das Vermeiden von Sprüngen, Aggression beim Streicheln und andere Dinge können zeigen, dass deine Katze Schmerzen hat. Wenn du etwas in diese Richtung entdeckst, solltest du zügig zum Tierarzt gehen. Drittens, laute Geräusche sind extrem penetrant. Hast du schon mal versucht, an deiner Katze vorbeizuschleichen, ohne dass sie es bemerkt? Ein schwieriges Unterfangen. Denn Katzen hören in etwa 3-mal besser, als wir es tun. Und das, obwohl sie ganz tiefe Geräusche, die wir Menschen wahrnehmen, selbst nicht wahrnehmen können. Allerdings reicht das menschliche Gehör nur bis etwa 20.000 Hertz, während das der Katze bis hoch auf 65.000 Hertz funktioniert, was ihr zum Beispiel ermöglicht, das hochfrequente Fiepen einer 50 Meter entfernten Maus zu hören. Diese Fähigkeit hat aber auch eine Schattenseite. Hohe und laute Geräusche sind für deine Katze extrem penetrant und anstrengend. Lautes Kinderschreien, Streit im Haus, laute Musik oder hohe technische Geräusche können eine wahre Qual für das Katzenohr sein. Viertens, Schnurren heißt missfallen. Ist das nicht toll, wenn deine Katze bei dir liegt, du sie streichelst und sie entspannt schnurrt? Und meistens bedeutet das dann auch wirklich Wohlgefallen und Entspannung. Aber eben bei weitem nicht immer, denn das Schnurren der Katze ist eine wahre Superkraft und hat verschiedenste Einsatzmöglichkeiten. Eine davon ist die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Der Frequenzbereich, in dem eine Katze schnurrt, lässt deren gesamtes Knochengerüst vibrieren und insbesondere Knochenverletzungen schneller heilen. Schnurren kann deshalb manchmal sogar ein Anzeichen sein, dass sich deine Katze verletzt hat. Der Schwanz zeigt Emotionen als erstes an. Wir Menschen lesen Emotionen vor allem am Gesichtsausdruck anderer Menschen ab. Und das Gleiche versuchen wir dann häufig fälschlicherweise auch bei Katzen. Aber wenn deiner Katze etwas nicht gefällt und du wartest ab, bis du das an ihrem Gesichtsausdruck erkennen kannst, kann es schon zu spät sein und du hast eine Kratzspur auf dem Arm und bist deiner Mieze gehörig auf die Nerven gegangen. Deshalb ist es wichtig, dass du immer ihren Schwanz im Auge behältst, denn dieser zeigt in aller Regel schon viel früher an, was gerade in deiner Katze vor sich geht. Denn selbst wenn sie ihre Augen geschlossen hält oder vermeintlich neutral nach vorne sieht, fängt ihr Schwanz wild an, hin und her zu peitschen, wird es höchste Zeit, die Finger von deiner Katze zu nehmen. Sechstens, nur Jäger starren. Ach, was für eine süße Mieze du doch bist. Ich könnte dich den ganzen Tag anschauen. Aus Menschensicht klingt dieser Gedanke doch ziemlich nachvollziehbar, oder? Aus Sicht deiner Katze ist er das nicht, denn nur Jäger und andere Aggressoren starren dir in die Augen. Freunde hingegen tun das aber nicht. Für deine Katze, besonders dann, wenn ihr euch nicht schon viele Jahre kennt, kann es deshalb bedrohlich wirken, wenn du ihr lange in die Augen siehst. Viel natürlicher und auch angenehmer ist es für sie, wenn du den Blickkontakt immer wieder unterbrichst und woanders hinsiehst. Siebtens, Routine ist King. Katzen lieben ihre Routine.
So sehr wir Menschen nach Abwechslung streben, so angenehm ist es für Katzen, den stets gleichen Tagesablauf zu haben. Aufstehen, fressen, spielen oder auch rausgehen, immer um die gleiche Uhrzeit, geben deiner Katze ein Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit. Ausschlafen am Wochenende ist nur etwas für Menschen, nicht aber für Katzen. Wenn es von Montag bis Freitag Frühstück um 7 Uhr gibt, dann darf es bitteschön auch am Samstag und Sonntag so bleiben. Hier stinkt's. Noch besser als die Ohren der Katze ist ihre Nase. Sie kann zwischen 5-mal und 20-mal besser riechen als wir Menschen. Wichtig ist dabei aber zu wissen, dass Katzen vollkommen andere Gerüche als angenehm oder unangenehm wahrnehmen, als es bei uns selbst der Fall ist. Definitiv in die Flop 5 der meisten Katzen fallen dabei Zitrusdüfte jeder Art. Ob ein Toilettenspray mit Zitronengeruch oder die mit Nelken gespickten Weihnachtsorangen in der Adventszeit. Beides ist für deine Katze eine wirklich unnötige Geruchsbelästigung. 9. Aussichtsturm. Wir Menschen sind groß und sehen fast immer gut und weit in die Ferne. Bei Katzen ist das aber ein bisschen anders. Wer den Überblick behalten möchte, muss etwas dafür tun. Schließlich sieht man sowohl Beute als auch Angreifer besser, wenn man weiter oben ist. Und obwohl bei dir drinnen weder Beute noch Feinde für deine Katze zu finden ist, bleibt der Drang nach Übersicht bestehen. Deshalb freut sich deine Katze sehr, wenn sie einen hohen Kratzbaum und andere Aussichtsplattformen hat, auf denen sie sich postieren und von dort aus ihre Blicke schweifen lassen kann. 10. Raus und wieder rein. Falls du einen Freigänger hast, hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum deine Katze raus möchte und eine Minute später vor der Tür steht und plötzlich wieder rein will. Sind unsere Vierbeiner wirklich so unentschlossen? Nein, das sind sie nicht. Denn das hat etwas mit ihrem Revierverhalten zu tun. In der Welt der Katzen sind schlichtweg keine Türen vorgesehen, die ständig den Weg blockieren, um das eigene Territorium abzustecken und einen Kontrollgang zu machen. Eine Katze mit Freigang erweitert ihr Revier um das eigene Haus herum und muss dann auch regelmäßig prüfen, ob noch alles in Ordnung ist und sich kein Eindringling herumtreibt. Dein Stubentiger ist also nicht verrückt, sondern nur sorgsam und vorsichtig. 11. Kämpfen ist manchmal nötig. Egal ob mehrere Katzen, die drinnen zusammengeführt werden oder Katzen, die im Garten aufeinandertreffen. Manchmal kann es zu Revier- und Rangordnungskämpfen kommen. Wenn es mal kracht, neigen wir Menschen dazu, den Kampf sofort zu unterbinden und aufzulösen. Das ist aber nicht unbedingt immer sinnvoll. Zumindest dann nicht, wenn es nicht wirklich dramatisch und gefährlich wird. Denn solange die Dinge zwischen den Katzen nicht geklärt sind, entsteht ein ständig schwelender Konflikt, der sich bei jedem neuen Aufeinandertreffen droht zu entladen. Sind aber die Verhältnisse einmal geklärt und jede Katze hat sich in ihre Rolle eingefügt, ist der Konflikt fast immer beigelegt und es gibt keine weiteren Kämpfe mehr. 12. Katzen können dement sein. Wusstest du, dass deine Katze eine Art Demenz entwickeln kann, wenn sie alt wird? Zu erkennen ist das zum Beispiel, wenn deine Mieze plötzlich verwirrt im Raum herumsteht und miaut oder nach Essen bettelt, obwohl sie gerade etwas bekommen hat. Das Leben kann dann für deine Katze ziemlich anstrengend werden. Deshalb braucht der Vierbeiner dann noch mehr als sonst Routine und vor allem mehr körperliche Nähe und Zuneigung. Für viele Menschen ist die letzte Zeit, die sie mit ihrer alten Katze haben, mit die intensivste überhaupt. 13. Neues Futter nervt. Willst du manchmal deiner Katze etwas Gutes tun und ihr etwas Neues zum Fressen bieten? Nett von dir, aber schlechte Idee. Erinnerst du dich noch daran, dass wir gerade schon erzählt haben, dass Katzen Gewohnheitstiere sind? Das gilt auch in Sachen Fressen. Denn warum sollte man etwas Neues ausprobieren, wenn man schon etwas gefunden hat, was gut verträglich ist und satt macht? Deshalb tust du deiner Katze den größten Gefallen, wenn du bei einer Futtersorte bleibst. Möchtest du aber das Futter umstellen, solltest du es nur Stück für Stück machen und zu Beginn nur einen einzigen Teelöffel des neuen Futters zum alten Futter geben, um sie langsam daran zu gewöhnen. Wie viele der Dinge aus diesem Video hast du schon über Katzen gewusst? Und hast du vielleicht noch einen Tipp für andere Katzenhalter, den sie unbedingt kennen sollten und den du mit ihnen teilen möchtest? Dann schreib ihn unter dem Video in die Kommentare. Willst du jetzt noch wissen, welches Katzenvideo du auf keinen Fall ansehen solltest? Dann klicke jetzt nicht links auf das Bild, um dir das Video nicht anzusehen. Oder vielleicht interessiert dich, welche 5 Dinge deine Katze täglich für dich tut, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Wenn ja, dann klick jetzt auf das Bild rechts.